Umwelt im Gespräch ist eine schöne Veranstaltung. Wir haben ein großes, sehr diverses, sehr breites Publikum, zwischen 200 bis 300 Leuten, die hier im Naturhistorischen Museum mit uns diskutieren. Aktuelle Fragen. Wir laden Wissenschaftlerinnen ein, die zu brennenden Themen wirklich Aussage geben können und versuchen so einen Konnex zu schaffen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Das Thema der heutigen Veranstaltung ist ein sehr kleines. Wie ernähren wir 10 Milliarden Menschen? Also eine der großen Mammutaufgaben, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel 30% der Treibhausgasemissionen und auch des Energieverbrauchs auf diesem Planeten durch Landwirtschaft und Ernährung verursacht wird. Es ist daher klar, wenn wir die Natur bewahren wollen, geht das nur gemeinsam mit einer angepassten Landnutzung. Und das ist eine enorme Herausforderung, denn heute sind wir in einer Situation, wo landwirtschaftliche Nutzflächen ausgedehnt werden, häufig auf Kosten verbliebener Ökosysteme, etwa Wälder. Also wir brauchen künstliche Düngung, um die Bevölkerung zu ernähren. Heutzutage schon wird die Hälfte der Weltbevölkerung durch künstlich, synthetisch hergestellte Düngemittel ernährt. Das größte und alles überschattende Problem ist die Effizienz. Wir verlieren eigentlich die Hälfte der Düngemittel. Das ist sowohl ein finanzielles als auch ein riesiges ökologisches Problem. Wir brauchen die Landwirtschaft ganz dringend. Wir brauchen vor allen Dingen die kleinbäuerlichen Betriebe, ob das in Österreich ist oder weltweit. Und wir brauchen die Nähe zur Landwirtschaft. Für einen Bauern muss es sich lohnen, mit der Natur zu wirtschaften und nicht gegen sie. Was bedeutet das? Wenn ich naturschutzkonforme Landwirtschaft betreibe, auch extensive Flächen bewahre und in meiner landwirtschaftlichen Nutzung integriere, dann muss ich das in meinem Einkommen sehen. Ich muss davon auch leben können, von einer solchen Landwirtschaft. Und die Herausforderung ist auch für uns Konsumenten, hier dazu beizutragen. Die Entscheidung, die ich im Supermarkt treffe, ist auch eine Entscheidung für oder gegen die Natur. Fleischverzehr senken, weniger anbauen für Tierproduktion, ökologischer Wirtschaften und Lebensmittelverschwendung reduzieren. Wir wissen eigentlich, was wir tun können und müssen halt die politischen Weichen auch stellen in die Richtung. Das sollte man von Anfang an auf den Kindern mitgeben. Die klassischen chronischen Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, Krebserkrankung sind ganz stark auch ernährungsmitbedingt. Worauf ich immer wieder gern hinweise, dass wir über Unter- und Mangel- und Fehlernährung und Überernährung sprechen müssen. Also nicht nur über den Hunger, sondern darüber, dass unsere Ernährungssysteme eben versagen in beide Richtungen. Und das ist auch ein bisschen der Spiegel unserer Landwirtschaft. Also wir produzieren einerseits zu viel und andererseits in manchen Regionen ist es einfach zu wenig für die Menschen. Planetary Health auf Deutsch planetare Gesundheit bedeutet, es geht nicht nur um meine eigene Gesundheit oder die Gesundheit der Gesellschaft oder die Gesundheit des Menschen zusammen mit den Tieren, sondern es geht um die Gesundheit des gesamten Planeten. Wie schaffen wir es beispielsweise, Lebensmittel herzustellen, sodass wir uns gesund ernähren, Tiere darunter nicht leiden, aber auch die Ressourcen des Planeten, wie beispielsweise die Biodiversität, nicht verletzt werden.